China. Wolkenkratzer, Highspeed, Megastädte. Und dann das. Enge Gassen, bröckelnde Wände, Wäsche über den Köpfen. 10 Minuten Fußweg vom nächsten Wolkenkratzer. Mitten in Gwangju liegt Chipai Village, auch China. Und damit herzlich willkommen aus Guangzhou. Wir sind gerade auf dem Weg zu den Chipai Village. Das ist einer der wenigen Urban Villages hier in China. Und auf den ersten Blick kann man sich gar nicht vorstellen, dass hier sowas ist. Denn hier sind Megamalls, eine riesige Hauptstraße. Aber tatsächlich befinden die sich da hinten. Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man die sogar. Aber wir müssen natürlich tiefer reingehen, um mehr zu sehen. Wir laufen gerade rein und man sieht, hier passiert schon sehr viel. Also sehr viele Shops auch und sehr viele Lichter und Reklamen. Also auf jeden Fall schon ein bisschen Reizüberflutung da. Hier sind sehr viele Rollerfahrer unterwegs. Die fahren auch sehr, sehr schnell, ne? Hier können wir vielleicht später was essen. Steht aber nirgendwo im Preis dran. Ah, doch, hier. So 2 Euro ungefähr für ein Gericht. Viele bezeichnen diesen Ort auch als Slum, aber es ist kein Slum, es ist ein Urban Village. Genau, denn damals war das hier ein Dorf und wurde einfach von dem schnell wachsenden Guangzhou, ich sag mal, umschlungen. Aber es bietet sehr viele ähnliche Bedingungen wie ein Slum, also einfach sehr viele Wohnungen auf engem Raum und das sehr günstig. Hier sind auch sehr viele Lieferdienste unterwegs, aber ich glaube, die haben auch sehr große Schwierigkeiten, die Adresse zu finden. Also man merkt schon, die Straßen sind hier schon viel, viel enger als woanders in China. Und es wird auch sehr viel gehupt, weil es gibt halt keinen richtigen Bordsteg und alle laufen eigentlich auf einer Strecke nur. Oh, guck mal, wie eng das da vorne ist. Wo denn? Da vorne, da oben. Guck mal, wie nah einfach die Häuser aneinander gebaut wurden. Wir gehen jetzt ein bisschen tiefer rein. Ist schon sehr dunkel hier, ne? Draußen ist noch alles hell. Boah, ist schon sehr, sehr eng. Also hier siehst du ja wirklich nur Kabel. Hier ist einfach nur so ein ganz kleiner Schlitz, wo man die Sonne sieht. Da vorne sieht es so dunkel aus, das sieht so gruselig aus. Hier ist es richtig dunkel, ne? Obwohl wir gerade mal 15 Uhr haben. Leute, das ist 15 Uhr. Ich wüsste gar nicht, ob ich den Weg alleine wieder rausfinden würde, weil das alles so verwinkelt ist. Und wir laufen ja auch gerade einfach nur drauf los. Also wir laufen gerade richtig tief rein. Ich kann nicht genau sagen, wo wir gerade sind. Sind ungefähr schon 10 bis 15 Minuten reingelaufen. Oh, guck mal, wie eng das hier ist. Also diese engen Straßen kennt man ja schon von Vietnam teilweise, aber in China habe ich das wirklich noch nie gesehen, dass es so eng ist und hier kommt wirklich gar kein Sonnenlicht. Ich sagen, wir fühlen uns wirklich auch sehr, sehr sicher. Das Einzige, was vielleicht gefährlich ist, sind diese Rollerfahrer. Ich schwöre, die fahren so schnell. Es fühlt sich hier wirklich an, als wären wir gerade im Keller oder im Untergeschoss, weil es ist alles zum einen so dunkel, hier kommt keine Sonne irgendwie durch. Nur ab und zu hat man so einen kleinen Spalt. Und irgendwie ist die Temperatur hier auch viel kühler und die Luft ist richtig schwer, so wie eine Kellerluft. Also es fühlt sich nicht an, als wären wir gerade irgendwie draußen und an der Luft spazieren. Die Straße hier wird schon ein bisschen leerer. Ist auch ziemlich dunkel. Ach so. Ja, man sieht, glaube ich, gerade gar nichts mehr im Video. Okay, wir können jetzt hier. Hier ist halt eine Kreuzung. Also hier kann man langlaufen. Hier auch. Hier auch. Und hier. Oh. Wir haben hier mal eine Map gefunden von Chipai Village und ihr seht wirklich zum einen, wie groß das hier ist und einfach, wie viele Häuser hier sind und wie eng sie auch nebeneinander sind. Also man sieht immer diese weißen Linien, das sind die Wege und die sind einfach wirklich alle direkt nebeneinander gebaut. Richtig verrückt. Ich habe gehört, dass hier über mehr als 3000 Gebäude stehen auf einer Fläche von gerade mal 0,73 Quadratmeter. Also das ist wirklich sehr, sehr eng gebaut. Ihr seht auch, dass die Gebäude sehr nah einander gebaut sind, dass die Nachbarn teilweise sogar einfach nur ihre Hand rausstrecken müssen, um sich zu begrüßen oder um sich Hallo zu sagen. Und deshalb nennt man die Gebäude auch lustigerweise Handshake Buildings, als kleiner Funfact. Dementsprechend, so wie die Häuser aussehen, sehen auch die Karten hier aus. Also alles total kreuz und quer, aber es funktioniert halt alles trotzdem, ne? Ihr könnt ja sehen, wie hell es eigentlich noch ist.
Ihr seht schon, es ist wieder hell und nicht, weil wir draußen sind, sondern wir sind jetzt mitten in der Mitte. Hier ist so ein kleiner Garten, wo man sich hinsetzen kann mit so einem Pavillon und so. Und dann außenrum ganz viele so lokale Märkte, so Obst und Gemüse wird hier verkauft. Da hinten noch ein bisschen Frischfleisch, dann Dumplings, eine Apotheke und. Also sehr, sehr viel. Und ich muss sagen, das Ganze hier erinnert mich wirklich sehr stark an Vietnam. Also nicht an das Zentrum, sondern eher die Orte, die ein bisschen außerhalb von der Innenstadt sind, wo wirklich Locals leben. Nur in Vietnam ist das Ausmaß halt nicht so groß wie hier in China, weil da auch viel weniger Menschen leben. Hier scheint es auch eine Arztstation oder Notfallaufnahme zu geben. Also hier sitzen auf jeden Fall einige Menschen drin und warten auf irgendwas. Vorne ist auch ein Kindergarten. Hier haben wir zum Beispiel auch eine Parkstation. Also ich glaube, das ist einfach einfacher, wenn man sich das dahin liefern lässt, als in seine Wohnung an sich, weil bis der Postbote deine Wohnung findet, dauert das wahrscheinlich den ganzen Tag. Es gibt hier sogar einen Supermarkt. Ich weiß nicht, was sie da vorne verkaufen, aber die verkaufen Sachen für 1 bis 4 Yuan. Das ist schon mega günstig. Das sind nicht mal 50 Cent und es scheint hier auf jeden Fall günstiger zu sein als in der Innenstadt. Also für mich scheint es schon so, dass man hier eigentlich schon alles bekommt, was man braucht. Was diesen Ort so besonders macht, ist, dass um diesen Ort herum sehr viele moderne Hochhäuser stehen. Denn Guangzhou ist dafür bekannt, dass es gerade sehr modern wird, sehr am Renovieren wird, am Restaurieren und die Hochhäuser auch teilweise ein Aushängeschild sind. Und da stellt man sich eben nicht diesen Ort vor, wo es so einheimisch aussieht, sehr lokal und auch sehr unberührt, sage ich mal. Das Ganze liegt auch daran, dass die Häuser so gebaut sind, weil die damals von den Eigentümern gebaut wurden und nicht von der Stadt an sich. Es gab keine strengen Regeln und die Leute haben einfach dahin gebaut, wo gerade Platz war. Die Frauen hinter mir haben so weiße Zettel, Plakate vor sich. Das sind Wohnungsanzeigen. Wir haben mal einige übersetzen lassen. Und eine Frau vermietet sogar ihre Wohnung für 550 Yuan. Das sind gerade mal 70 € ungefähr. Wenn man bedenkt, was man in Deutschland, in Berlin, München zahlt, das ist locker das 10-fache für eine Einzimmerwohnung. Und hier ist es einfach mal 70 €. Das ist ja eigentlich gefühlt gar nichts. Und das ist auch der Grund, warum sehr viele Hergezogene hier leben, vor allem wenn sie kein Geld haben, denn die Wohnungen sind hier sehr, sehr günstig. Aber es leben hier nicht nur Menschen, die wenig Geld haben oder sparen wollen, sondern auch viele Einheimische, die schon vor langer Zeit hier leben und deshalb hier einfach bleiben. Also die Menschen, die hier schon sehr lange leben, sind wirtschaftlich auch meistens eher gut aufgestellt, nicht so wie die Hergezogenen. Und sie leben hier, weil sie schon seit Generationen hier leben und ganz andere Vorteile hiervon haben. Die Balkons hier sehen auch ganz, ganz anders aus als die in Deutschland zum Beispiel. Zum einen sind die gar nicht so breit, also vielleicht 40 Zentimeter oder so. Also ihr seht, bei dem einen passt nur ein Eimer drauf von der Breite her und die sind auch alle wirklich vergittert. Hier hängen Bewohner auch ihre Wäsche auf. Viele Urban Villages in China existieren gar nicht mehr, denn die wurden abgerissen. Dieser Ort ist einer der wenigen, der noch existiert, soll aber zukünftig wohl auch abgerissen werden. Auf der einen Seite kann ich es verstehen, denn hier sind wirklich sehr viele Wohnungen und Häuser, die sehr alt sind und wirklich aus Sicherheitsgründen lieber saniert werden sollten. Aber auf der anderen Seite nimmt man halt auch Wohnraum weg und einige Menschen können sich auch einfach keine teure Wohnung in so einer Großstadt leisten. Wie seht ihr denn das Ganze? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Hier seht ihr auch sehr viele Wohnungsanzeigen. Hier hat man sogar für 500 bis 750 Yuan, also wirklich sehr günstig. Ja, hier ist noch 1150, aber auch für 500 gibt es hier was. 450 bis 1500. Ja, sogar bis 3000 gibt es hier. Boah, die sehen richtig gut aus. Auch hier hat man wieder Wohnungsanzeigen überall. Also die hängen eigentlich immer überall zwischendrin. Hier sind richtig viele. Okay, wir sind jetzt einmal komplett durchgelaufen und am Ende wieder rausgekommen. Und ihr seht schon hinter mir wieder eine luxuriöse Mall, ganz viel Platz, einfach Ordnung.
Aber vor mir bleibt trotzdem dieses Urban Village, enge Gassen, ein wenig Chaos und irgendwo das echte Leben. Und das war kein großer Ortswechsel, sondern wirklich nur ein paar Schritte weiter. Aber genau das ist Guangzhou, eine Stadt, in der zwei Welten nebeneinander existieren.